Diese Top 3 Fehler machen wir alle in der Defensive und kosten uns extrem viel Gegentore. Ich zeige euch, was meiner Meinung nach die Top 3 Fehler in der Defensive sind und zeige euch anhand von Szenen, was ich da falsch gemacht habe und wie wir es hätten besser machen können, damit wir alle noch was daraus mitnehmen können. Wenn du neu sein solltest und dir das Ganze gefällt, kannst du direkt ein Abo dalassen, dann verpasst du kein Video, keinen Livestream mehr. Lass gerne ein Like da auf dem Video und teile das Video mit anderen, damit mehr daraus mitnehmen können. Und falls du natürlich mich auch gerne live spielen sehen willst, dann schau gerne zu den Livestreams vorbei. Ich streame auf YouTube und auch auf Twitch. Die Streaming-Zeiten findest du in dem YouTube Community Tab auf dem Discord-Server oder beim Twitch Streaming Plan. Und falls du einen Twitch-Account hast, würde ich mich auch freuen, wenn du einfach zu Twitch rübergehst. Der Link dazu in der Videobeschreibung und dort einen Follow da lässt. Dann würde ich auch sagen, gehen wir in die Top 3 Szenen rein. Und der erste Bereich, wo wir die meisten Fehler machen, ist das Rauslaufen mit deinen Verteidigern und du dadurch Räume für die anderen schaffst. Wir werden uns die Szene einmal komplett anschauen und dann nochmal in Detail langsamer, was wir hätten besser machen sollen und wo letztlich der Fehler lag. So, hier ist die Szene, da sind wir unten schon rausgelaufen. Und dann könnten wir es am Ende noch ein bisschen bereinigen, aber das war jetzt auch nicht so gut. So, dann gehen wir in halber Geschwindigkeit rein. Und zwar haben wir jetzt hier unseren Außenverteidiger angewählt und wir wollen jetzt aggressiv wir wollten aggressiv diesen Pass hier zustellen, haben uns aber verschätzt und wie gesagt, durch die autokorrigierten Steilpässe, wir alle kennen es, die so einen Bogen um alle rum machen und halt dahin kommen, wo du eigentlich nicht hinspielst, aber sie halt trotzdem kommen, ist es generell schwer, Pässe halt abzufangen und deswegen lohnt es sich eigentlich auch nicht, hier aggressiv rauszugehen und dadurch macht ihr erst diese Passlane auf, ihr kommt dann nicht mehr hinterher und dann habt ihr halt das Problem, über die Außen kommen die Gegner und so fallen die meisten Tore und wir können dann trotzdem noch dazwischen kommen. Also nicht aggressiv rausgehen und den Pass vor allem auf den Außen zustellen wollen, weil über die Außen fallen die meisten Tore und wenn ihr da halt diesen Raum den Gegnern gebt, dann seid ihr immer in tricky Verteidigungspositionen und das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt haben wir noch eine weitere Szene, wo wir aggressiv rauslaufen und, sag ich mal, dem Raum eigentlich nur Räume öffnen, was nicht so gut ist. Und hier gehen wir aggressiv rauf, haben einen schlechten Winkel, denn direkt den nächsten nehmen wir den Außenverteidiger mit raus, kriegen wir es trotzdem noch ein bisschen nach innen bereinigt, aber am Ende haben wir wieder Glück, dass es der Gegner nicht macht, aber hier gleich zweimal den Fehler gemacht. Und zwar hier genau das gleiche wie auch in der ersten Szene. Wir wollen hier aggressiv diesen Passweg auf den Außen zustellen. Und jetzt gehen wir aggressiv nach draußen rauf. Und jetzt haben wir auch noch die Sache, dass wir einen falschen Winkel haben. Wir gehen so relativ scharf nach oben, anstatt uns auch ein bisschen weiter zurückzuziehen. Weil eigentlich hätten wir unseren Außenverteidiger immer die Linie der letzten Reihe halten müssen. Das heißt, unseren Außenverteidiger nach dort oben links verschieben, um, sage ich mal, die Reihe dicht zu machen und auf der letzten Linie zu sein und dadurch auch den Pass besser verteidigen zu können. Wir gehen aber zu aggressiv in einem falschen Winkel rein, dadurch kriegen wir nicht ins Tackle. Dann wählen wir unseren Innenverteidiger aus und sprinten auch direkt nach außen und machen letztlich genau diesen Raum für diesen Spieler eigentlich auf. Da hatten wir sogar Glück, dass er nicht eine Ballrolle nach innen gemacht hat, den Pass gespielt, dann wäre er auch durch gewesen. Aber wir öffnen hier diesen Raum, gehen zu aggressiv und auch hier L2R2 verhauen. Dadurch sind wir jetzt nur noch am Zurücklaufen. Jetzt machen wir es gut, dass wir wenigstens wieder in die Mitte ziehen und nicht aggressiv raufgehen. Aber jetzt hier auch hin und her gewechselt, was auch keinen Sinn ergeben hat. Und dann spielt er sogar gut, dass er ihn nochmal zurücklegt. Und ja, wir konnten ihn gerade so retten. Und jetzt kommen wir in die zweite Kategorie und das sind falsche Tackles bzw. Tackles, die dich eher aus dem Spiel nehmen, als dir wirklich den Ball erobern. Und da gehen wir jetzt auch in die erste Szene rein. Hier, die erste Grätsche komplett verhauen.
Dadurch öffnen wir den ganzen Raum und der Gegner kommt wieder über die Außen. Wir konnten es dann relativ klären, hätten wir nicht den Ballverlust da gehabt und kassieren dann doch noch das Tor. So, hier ähnliche Szene. Das ist auch eigentlich eine Rausziehen-Szene, bloß jetzt nochmal mit dem Tackle gemischt, was halt beides kontraproduktiv ist, sodass es nicht funktionieren könnte. Wobei ich sagen muss, die Grätschen an sich funktionieren schon, wenn du das Timing hinbekommst. In dem Fall haben wir es nicht hinbekommen und dann, wie gesagt, hier sind wir auch wieder viel zu aggressiv, gehen nach außen, anstatt hier nochmal die Linie zu halten, weil ihr auch seht, dass der da drin auch steil geht, sodass er den halt auch anspielen können. Wir gehen zu aggressiv rauf und dann die Grätsche im falschen Timing komplett verhauen. Dann müssen wir wieder einen unserer Innenverteidiger anwählen und so haben wir schon eine 3 gegen 4 Situation eigentlich gegen uns. Macht er gut, dass er verzögert nochmal nach außen und dann Doppel-R1-Pressing in diesen Situationen hilft. Und ja, wir spielen ihn aber wieder einen Katastrophenball, weil er dann noch so viele Spieler im Strafraum hat und macht dann letztlich das Tor. Jetzt kommen wir zur zweiten Szene, wo wir falsche Tackles bzw. unnötige Tackles machen und dadurch erst den Raum öffnen, weil wir dann nicht mehr Kontrolle haben und wir oft den Raum dann für den Gegner öffnen. Die Szene hier aggressiv mit dem Außenverteidiger, ebenfalls wieder eine Grätsche rausgegangen und das Tackle gemacht und dadurch sind wir nicht mehr handlungsfähig. Wie gesagt, hier wechsle ich zum Innenverteidiger, was schon mal richtig ist. Aber jetzt, anstatt hier aggressiv zu versuchen, den Passweg, den er steil schickt, da zuzustellen, was ich eben gesagt habe, funktioniert nicht, weil die Pässe kommen trotzdem durch, sondern den dann wirklich zurückziehen mit dem Laufweg und wenn ihr denn seht, dass der ballführende Spieler gerade keinen Kontakt zum Ball hat, dann könnt ihr wieder rausrücken und den durchgestarteten Spieler sozusagen ins Abseits stellen. Aber wenn wir hier zu aggressiv raufgehen, um nur diesen Passweg zuzustellen, vor allem jetzt hier noch eine Grätsche, hier habe ich noch eine Grätsche gemacht, weil ich dachte, damit kann ich wenigstens noch den Pass abfälschen, weil ich wusste, ich habe es jetzt schon verhauen und er kann ihn einfach durchspielen. Und ja, dann kommen wir halt wieder in die Szene, dass wir hinten an sich offen stehen. Müssen wir irgendwie hinten verzeigen, lassen wir ihn im Raum oben. Wir konnten es noch mit Torwart-Movement und Courtois retten. Ehrlich gesagt, wenn ihr noch nicht Courtois habt, holt euch den Torwart, ist der beste Torwart in-game und rettet euch so viel crazy eigentlich Tore. Also holt ihn euch, auch wenn er 70.000 oder sowas kostet, ist es auf jeden Fall wert. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord-Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. So, und die letzte Fehler, den die meisten Spieler machen, ist Fehler beim Spielerwechsel. Und ich rate euch generell auch das rechte Stick-Spielerwechsel zu empfehlen und zu lernen, weil dadurch habt ihr einfach mehr Kontrolle. Aber es funktioniert natürlich auch nicht immer alles mit dem Spielerwechseln. Vor allem, wenn schlechte Connection ist und Co. und generell Drift-Stick-Probleme bei den Controllern, you name it, ist es halt oft schwer, den richtigen Spieler auszuwählen. Aber dadurch, ihr wisst es, wenn ihr einmal zum falschen Spieler gewechselt habt und dann nochmal einen korrigierten Wechsel machen wollt, ist es meistens schon zu spät. Und das sind halt auch die häufigsten Fehler, die wir dann dadurch machen und dadurch Gegentore kassieren. Wir gehen erstmal komplett wieder in die erste Szene rein. Und hier hätte ich schon nach hinten wechseln müssen. Wir wechseln zu spät und dann extrem gut gemacht, muss man aber auch sagen, wie er es am Ende denn ausspielt. Mit der Ballrolle nach innen antäuschen, dass wir nach innen ziehen müssen und dann geht er außen durch. Wirklich smart gemacht, muss man halt auch in dem Fall mal so anerkennen. Hier ist auch schon wieder das erste Problem, dass wir eigentlich unsere komplette Viererkette schon wieder komplett lost ist. Man kennt's. Und wir mit dem angewählten Spieler eigentlich auch zu weit rausgerückt sind. Wir wollten hier Druck ausüben und jetzt wollen wir letztlich wieder diesen Passweg da verteidigen. Wie gesagt, wenn du in dem Passweg drin stehst, bringt dir in EAFC nichts. Du wirst ihn auf jeden Fall nicht abfangen, es sei denn, du hast eventuell Anticipate Playsale, wenn denn sogar Anticipate Playsale Plus, was in dem Fall nicht so war. Und da ich jetzt schon sehe, dass du eigentlich nicht im Passweg drinstehen kannst, muss ich jetzt eigentlich schon auf unseren Innenverteidiger wechseln und diesen Passweg covern,
sodass wir hier hätten jetzt hinten mitlaufen müssen und so nur doch diesen Pass verhindern könnten. Wir machen es nicht, sondern lassen erst den Pass, dann nochmal fehlgewechselt und dann, wie gesagt, macht er es gut, dass er nach innen verzögert, wieder nach außen geht. Und dann wollte ich den Torwart noch verschieben, aber wie gesagt, teilweise, wenn man den Torwart verschiebt, machen die nochmal komischere Dinge und halten den Ball nicht. Aber letztlich war halt das Problem schon vorher, dass wir es einfach auch Crap-mäßig verteidigt haben mit dem Spielerwechsel. Und die letzte Spielerwechsel-Fehler-Szene schauen wir uns jetzt an. Hier, wie gesagt, ihr habt es gesehen, da muss ich noch zweimal wechseln, weil ich das erste Mal den falschen angewählt habe. Dann musste ich korrigieren auf den anderen. Dann war die Situation vorbei, sodass ich wieder auf den anderen wechseln musste. Und dann ist halt das Spiel schnell genug, beziehungsweise wenn der Gegner auch schnell genug schaltet, dann habt ihr eigentlich schon verhauen, wenn ihr das erste Mal den falschen Spieler angewählt habt. Deswegen ist rechte Stick-Spielerwechsel so wichtig, vor allem, dass man lernt, dass so wenig Fehler wie möglich da passieren, aber die passieren halt immer mal wieder. Und zwar kommt der Gegner hier auf. Jetzt will ich eigentlich auf Rüdiger, in dem Fall ist es, den Spieler wechseln. Zack, aber der Wechsel war nicht genug. Wir wechseln auf den falschen, sondern auf den dahinter. Dann müssen wir korrigieren, nochmal auf nach vorne wechseln, um rauf zu gehen. Zack, starke Ballrolle. Dann wechseln wir relativ stark schon schnell auf den nächsten und kriegen dann aber nicht mehr den Ball. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus diesen Top 3 Fehlern in der Defensive mitnehmen und daran arbeiten, dass ihr diese Fehler nicht mehr zu häufig macht. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr ein Abo da lasst, damit ihr kein Video, keinen Livestream mehr verpasst. Lasst ein Like da und teilt das Video gerne mit anderen EAFC-Freunden, die ähnliche Fehler machen, damit die ebenfalls besser werden können. Wenn ihr mich mal live spielen sehen wollt, dann könnt ihr es gerne bei meinen Livestreams machen. Die Streamzeiten findet ihr auf dem YouTube Community Tab im Discord Server oder beim Twitch Streaming Plan. Da ich auf YouTube und Twitch streame, lasst am besten auch ein Follow bei Twitch da, wenn ihr einen Twitch Account habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und schreibt noch unbedingt in die Kommentare, ob ihr ebenfalls diese Fehler macht, beziehungsweise wie ihr sie am besten behebt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und schaut euch noch unbedingt meine Tipps und Tricks Tutorial Playlist an, um besser in EAFC 24 zu werden. Und zum Schluss sage ich wieder, Welcome to the new age. Ciao.